Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Ein britischer Bomber bahnt sich seinen Weg während des Zweiten Weltkriegs durch einen schweren, dichten Nebel. Er steht bereits in Flammen und der letzte Verbleibende an Bord ist der Pilot Peter Carter. Er hat seiner Crew bereits befohlen, per Fallschirm das brennende Flugzeug zu verlassen. Sein Fallschirm ist aber leider zerstört. Er weiß, dass er sterben wird und er versucht noch Kontakt nach draußen aufzunehmen, um sich von irgendjemand und vom Leben zu verabschieden. Er erreicht per Funk die amerikanische Funkerin June, mit der er einen kurzen und sehr wertvollen Moment teilt, in dem die beiden sich verlieben, und danach springt er aus dem Flugzeug seinem sicheren Tod entgegen. Er erwacht wieder an einem Strand an der britischen Küste, an dem er sich kurz orientiert. Er geht zu Fuß los und in der Nähe eines Flugplatzes trifft er dann wieder auf die Funkerin June. Die beiden sind fassungslos, warum er den Sprung überlebt hat, und ebenso glücklich, dass sie sich nun treffen. Was die beiden nicht wissen, ist, dass der vom Himmel vorgesehene Conductor 71 Peter eigentlich in dieser Situation abholen hätte müssen, aber ihn im Nebel verfehlt hat. Und von nun an versucht der Himmel, diesen Verfahrensfehler natürlich wieder rückgängig zu machen. A Matter of Life and Death, wie er im Original heißt, im amerikanischen lief er unter dem Titel Stairway to Heaven, ist ein britisches Fantasy-Drama, vielleicht auch Liebesfilm, zum Teil sogar ein bisschen ein Buddy-Movie, mit einer Spielzeit von 104 Minuten. Der Film entstand, Drehbuch und Regie, unter dem weltberühmten Duo Michael Powell und Emeric Pressburger, die hier einen exzellenten Film abgeliefert haben. In der Hauptrolle haben wir den unglaublich charmanten David Niven in einer für ihn fast schon perfekten Besetzungsrolle. Also wir sehen als June eine Kim Hunter an seiner Seite, die auch hier die Rolle perfekt ebenso passt wie David Niven auf seine Rolle. Wir haben ja eine gute Kombination, die Schauspieler harmonieren wunderbar. Wir haben in Nebenrollen einen Robert Coote als Funker Bob Trubshaw. Wir haben einen Marius Goring, ich hoffe, das spricht man es aus, als Conductor 71, auch eine Figur, die im Film sehr nett rüberkommt. Er spielt einen französischen Aristokraten, quasi einen Dandy, der immer wieder vom Himmel auf ihn angesetzt wird, um ihn zu überreden, doch zurückzukommen. Die Rolle ist sehr nett anzusehen. Wir haben einen, hoffentlich spreche ich das richtig aus, einen Roger Livesey als Dr. Frank Reeves, der von June dazugeholt wird, da Peter im fortlaufenden Film immer mehr unter Kopfschmerzen zum Teil leidet, auch angeblich Halluzinationen hat, und er wird hier als Berater dazugeholt. Eine wirklich sehr, sehr gelungene Performance von diesem Darsteller, der auch am Ende und beim Finale des Films noch eine sehr tragende Rolle spielt. Ich will jetzt nicht genau näher darauf eingehen für die, die den Film nicht kennen. Und sehr überraschenderweise auch, netter Nebenfakt, in einer kleinen Rolle mit nur einem Satz sehen wir in dem Film auch den jungen Richard Attenborough als jungen britischen Piloten. Müsst ihr aufpassen, sowas sieht man nicht alle Tage. A Matter of Life and Death erzählt eine empathisch und scharfsinnig Geschichte über zwei vom Schicksal verbundene Charaktere, die sich zwar kaum kennen, aber nur gemeinsam einen Weg finden können, nur gemeinsam eine Chance haben. Das schafft der Film kombiniert mit einem wunderschönen Setdesign und der von Jack Cardiff unvergesslichen Kinematografie
macht den Film zu einem der beeindruckendsten britischen Filme aller Zeiten und das auch heute noch, nun trotz seines Alters. Der Film wurde in Technicolor gedreht. Hier ist es so, dass der Film, die Szenen, die auf der Erde spielen, sind in Farbe Technicolor, während die Szenen, die im Himmel gedreht werden, in unkolorierten Technicolor zu sehen sind, welches auch ein wenig an die deutschen Expressionisten erinnert von den Bildern. Ähm, Überhaupt, das ganze Setdesign vom Himmel ist eins der großen Highlights im Film. Wir sehen zum Beispiel große Löcher vom Himmel, wo die Leute aus dem Himmel auf die Erde herabschauen. Allein dieses Bild, wenn man es sieht, ist einfach eine Vision und sowas brauchen Filme. Und das ist hier in dem Film, oft sieht man heute in unseren CGI-Filmen alles ganz große Effekte, aber es sind halt alles nur Sachen, die wir eigentlich schon kennen. Hier hat man damals bereits geschafft, etwas zu erschaffen, was man sich so noch nicht vorstellen konnte, 1946. Und das muss man sagen, ist mit Bravour gelungen. Der Film handelt auch zu einem gewissen Punkt die Thematik ab, 1946 erschienen. Die Beziehung zwischen Amerika und den Briten war nicht leicht, auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und kann man durchaus vielleicht ein wenig in die Ecke schieben, Propagandafilm, um die amerikanisch-britische Verbindung etwas damals zu unterstützen. Muss man nicht gut finden, kann man gut finden, es ist wie es ist, es war ein Ding eher seiner Zeit. Das Ganze ist vor allem am Ende des Films, im Finale, kommt es zu einem Gerichtsprozess im Himmel, über Peter entschieden werden soll, während zeitgleich auf der Erde Peter sich einer OP unterziehen muss, wegen seinen anhaltenden Halluzinationen. Das ist eigentlich der große, wenn man hier sagen will, Showdown, Finale. Und hier ist es gerade die Gegenseite, die diese gegen Großbritannien und pro Amerika etwas vertritt. Überhaupt hatte der Film für einen britischen Film damals ein bisschen den Eindruck erweckt, als wäre er jetzt zu pro-amerikanisch, was ich meines Erachtens jetzt nicht so sehe, weil es am Ende des Films relativiert wird. Aber wir wollen jetzt auf das nicht aufhängen. Im Großen und Ganzen, David Niven, immer jemand, den ich sehr, sehr gern sehe, der wirklich immer mich in seinen Rollen überzeugen konnte, aber auch der restliche Cast hier, vor allem dieser Schauspieler Roger Livesey als Dr. Frank Reeves, absolut grandios. Im Großen und Ganzen ein so gut wie perfekter, erfreulich herzerwärmender Film. Gerne mehr davon, auch in unserer heutigen Zeit, sieht man nicht oft. Ich gebe dem Film so, ohne zu zögern, 9 von 10 Punkten und würde sagen, für solchen Klassiker solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr den Film nicht kennt, nochmal oder auf jeden Fall mal die Zeit nehmen und gerne auch nochmal, wenn ihr den Film mal wieder zwischendrin sehen wollt. Das war's mit dieser Review. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.